Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute geht es nochmal ganz kurz um das Thema Covid-19 und was kann uns dabei helfen, dass wir diese Erkrankung möglichst blande überstehen. Seien Sie gespannt. Ich habe Ihnen schon vor geraumer Zeit ein Video erstellt, wo es um die Bedeutung des Vitamin D bei der Covid-Infektion geht und ich habe Ihnen das mit 11 Studien untermauert, sodass ich Ihnen nur vorgetragen habe, was andere herausgefunden haben. Ich habe Ihnen auch schon mal erzählt, welche Bedeutung das Vitamin C gerade als Infusion auch sogar in Dosierungen hat, weil man damit einen Zytokinsturm reduzieren kann und das auch mit Studien belegt. Und heute gibt es eine neue Studie und dabei geht es darum, was haben die eosinophilen Granulozyten, also die rot anfärbbaren Zellen des angeborenen Immunsystems, mit dem Verlauf einer Covid-19-Infektion zu tun. Und man hat ja Risikogruppen herausgestellt und unter anderem eben auch das Asthma damit einsortiert, weil man ja denkt, man kriegt schlecht Luft. Und es gibt ja ein intrinsisches Asthma oder ein Typ 1 Asthma, also quasi eine Autoimmunerkrankung, und es gibt ein allergisches Asthma. Und man hat jetzt herausgefunden, dass Menschen, die besonders wenig eosinophile Granulozyten haben, man spricht von einer Eosinopenie, also man findet die überhaupt nicht im Blut, und es gibt auch unter den Patienten, die ich so sehe, immer eine ganze Reihe von Patienten, die im Differentialblutbild überhaupt keine Eosinophilen haben, dass die besonders gefährdet sind, wenn es um einen schlimmen Verlauf geht. Und dass man immer dann, wenn die Werte relativ gut sind, also die eosinophilen Werte sogar zum Teil etwas erhöht sind, man überraschenderweise blandere Verläufe hat. Früher hat man auch gesagt, die Eosinophilie ist die Morgenröte der Heilung. Und es ist tatsächlich so, wenn wir einen entsprechenden Erkrankungsverlauf haben und die Eosinophilen sind im unteren Normbereich und steigen im Verlauf der Erholung oder der Erkrankung leicht an, dann wissen wir, der Patient befindet sich auf dem Wege der Besserung. Und jetzt hat man die allergischen Asthmatiker oder auch die mit einer allergischen Magen-Darm-Entzündung weiter untersucht im Hinblick auf deren Verlauf einer Covid-Infektion, hat das auch noch mit einer ganzen Reihe anderer Interleukine verglichen. Dazu gehören vor allen Dingen die sogenannten TH2-Interleukine, also Botenstoffe, die immer dann ausgeschüttet werden, wenn es in irgendeiner Form sich um Allergie oder um Parasiten handelt. Und das hat dazu geführt, dass neben noch weiteren Stoffen, was jetzt nicht Teil des Videos ist, ich möchte mich auf die Eosinophilen konzentrieren, dazu führt, dass, wenn all das gegeben ist, dass dieser Trend in diese TH2-Immunität geht, also weg von der TH1, die ja notwendig ist, um mit Viren sich auseinanderzusetzen, dazu führt, dass offensichtlich dieser schlimme Zytokinsturm nicht stattfindet. Und was man noch gefunden hat, ist, dass die Höhe der eosinophilen Granulozyten in einem gewissen Verhältnis dazu steht, wie viele Andock-Rezeptoren, also ACE2-Rezeptoren, was ja dieses Virus braucht, um in die Zelle hineinkommen zu können, nicht mehr vorhanden sind. Und dass deswegen das Virus es schwerer hat, in die Zellen zu kommen, um dort die Entzündung auszulösen. Wenn es jetzt darum geht, die eosinophilen Granulozyten in irgendeiner Form zu vermehren, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich das tun? Man will ja keine Allergie haben. Man möchte eigentlich auch keine Parasiten in sich aufnehmen, denn die wiederum fressen Mikronährstoffe weg, die haben ein Hygieneproblem, man muss irgendein Gift essen, um sie wieder loszuwerden. Und wenn man zu viel davon hat, dann gibt man schulmedizinisch meistens ein Cortison, aber darum geht es hier nicht, sondern hier ist ja die Erkenntnis herausgekommen, Eosinophile haben einen Nutzen, also will ich sie nicht unterdrücken. Und mit der intravenösen Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger hat man seit über 40 Jahren herausgefunden, dass man, wenn man das dosiert in die Vene gibt, dieses Sauerstoffbläschen, Off-Label-Use, ist ja nicht zum in die Vene geben eigentlich gedacht, sondern zum Luftholen. Aber wenn man es trotzdem macht mit dieser über 40-jährigen Erfahrung, wo ja auch mit kleinen Proof-of-Principle-Studien immer wieder belegt wurde, dass das, was man dort beobachtet, sich auch biochemisch erklären lässt, dann kann man die eosinophilen Granulozyten vermehren. Und das hat dann eine ganze Reihe von biochemisch positiven Aspekten, nämlich zum Beispiel, dass die TH1-Entzündungs
Botenstoffe weniger werden und die TH2-Entzündungsbotenstoffe mehr werden und dass sich das auch wieder balanciert und ausgleicht und dass man zusätzlich Prostaglandine erzeugt, die zum Beispiel die Blutgefäße erweitern, eine verbesserte Mikrodurchblutung macht, damit sozusagen auch die Aggregationsfreudigkeit der Blutplättchen, die ja immer die Gefahr der Thrombose beinhalten, reduzieren. Dadurch würden die D-Dimere natürlich niedriger ausfallen. Das Auswandern von Entzündungszellen wird weniger, wenn die Prostazyklinwerte sich ein bisschen erhöhen. Und wenn man all diese Dinge, die wir grundlagenforschungstechnisch wissen, schon mal im Vorfeld im Sinne einer Vorsorgeuntersuchung für sich checkt, wo stehe ich denn eigentlich, und dann entsprechend korrigierend darauf Einfluss nimmt, um sozusagen die Dinge, die therapierbar sind, die mir fehlen und die ich nehmen könnte, angeht, dann hat man mit der intravenösen Sauerstofftherapie auch hier zusätzlich eine Möglichkeit, wenn denn ganz wenige eosinophile Granulozyten vorhanden sein sollten oder gar keine, hier Einfluss zu nehmen und damit etwas für seine Regeneration zu tun. Denn diese Therapie ist eine Regulationstherapie und man setzt einen Reiz und der Körper muss in eine Gegenregulation kommen. Zusammenfassend würde ich also sagen, wenn Sie feststellen, dass Sie aufgrund einer Eosinopenie, also nicht Vorhandensein von eosinophilen Granulozyten in ihrem Differentialblutbild, vermutlich in eine Risikogruppe gehören, dann gibt es einen Ansatz, einen zusätzlichen Ansatz, den Sie vielleicht bis eben noch nicht kannten, mit dem Sie Einfluss nehmen können darauf, dass Sie vorübergehend wieder in Ihrem Differentialblutbild eosinophile Granulozyten finden können. Und vielleicht habe ich Ihr Interesse geweckt und Sie recherchieren mal ein bisschen zu diesem Thema.